Okay, 1 month ago, on April 1st, 2011, Ai Weiwei, the artist in Beijing, gave his final interview prior to having been arrested. And he gave that interview to the Suddeutsscher Zeitung, or the South German Daily, which is based in München or Munich. Their stalwart veteran reporter in Beijing was Heinrik Bork, and he was there. He spoke to Ai Weiwei. They published the article here on the front page of the Feuilleton section in Munich on April 5th. I'm going to read this interview. Wir leben im Zeitalter der Verrücktheit, which is the title of the article. It is a quote from Ai Weiwei in the interview. We live in this time period of craziness. It's just madness. It's messed. It's whacked. Wir leben im Zeitalter der Verrücktheit. Ai Weiwei. Okay? Prologue here by Heinrik Bork. Ai Weiwei arbeitete am Dienstag vergangene Woche in seinem Pekinger Atelier im Stadtteil Taochangdi an einem Pappmodell einer geplanten Kunstausstellung, als die SZ ihn besuchte. Das Interview fand anlässlich der deutschen Ausstellung Kunst der Aufklärung statt, die in der vergangenen Woche im Beisein von Außenminister Guido Westerwelle in Peking eröffnet wurde. Es entwickelte sich zu einem Gespräch über den Zustand der Repression, den Ai Weiwei und andere Künstler und Regimekritiker in China derzeit ertragen müssen. 5 Tage nach diesem Interview, am Sonntag, ist der Künstler auf dem Pekinger Flughafen von der Polizei festgenommen worden. Er wollte zur Vorbereitung der Ausstellung nach Taiwan reisen, von der er in diesem Interview zum ersten Mal redet. Seither ist er spurlos verschwunden. Seine Familie hofft auf seine Freilassung, fürchtet jedoch, dass ihm eine langjährige Haftstrafe drohen könnte. Questions? SC. Was steht da für ein Modell auf Ihrem Tisch? Models on your table. Ich bereite gerade eine Ausstellung in Taiwan vor, im Taipei Fine Arts Museum. Sie soll am 29. Oktober eröffnet werden. He's getting a model ready for the Taipei Museum. It will open on the 29th of October. Interessant, says Suddeutsscher Zeitung. Das ist das erste Mal, dass Sie in Taiwan ausstellen, nicht wahr? This is the first time you will exhibit in Taiwan. Nicht nur das, not only that. Falls Taiwan wirklich ein Teil Chinas ist, wie die chinesische Führung behauptet, dann wird das meine erste Ausstellung in China überhaupt. Bislang dürfte ich ja hier nicht ausstellen. Yeah, because Taiwan's a part of China, it'll really be my first big exhibition in China, since they won't let me do anything here. Exhibit here. SC. Sie hatten es ja kürzlich versucht. Im März sollte Ihre Erstausstellung in Uhlens Zentrum für Gegenwartskunst in Peking stattfinden. Yeah, but not for long, because in March you had your exhibition in the Uhlens Center for Futuristic Art, or Contemporary Art. Ja, says I. Aber sie haben sie verhindert, but the authorities forbade it, or they slowed it down, they hindered it. Ich hatte 1,5 Jahre daran gearbeitet, aber dann wurde die Ausstellung einfach verboten. Und sie haben mir auch mein neues Atelier in Shanghai komplett zerstört. Not only they reduced the ability for people to go to my exhibition at the Uhlens Center, they basically forbid it, and then they totally destroyed my workshop in Shanghai. Okay. Die Lage für kritische Denken und handelnde Künstler wird in China immer schwerer, oder? Is the situation getting worse for people who are critical of the regime and artists? Yeah? Isn't it? In letzter Zeit stecken sie immer mehr Leute ins Gefängnis, nur weil sie etwas auf Twitter oder in einem Blog im Internet schreiben. Ihr Telefon wird stillgelegt, sie werden beschattet, ihre Wohnungen werden durchsucht. Die Polizei bricht mitten in der Nacht bei dir ein, durchwühlt dein Haus und dann fabrizieren sie Beweise gegen dich für ihre Gerichte. Sie verurteilen unschuldige Leute zu 10 Jahren Haft. Der letzte bei Liu Xianbi. But in the most recent time, putting even more people in jail simply because those people put something up on Twitter or they wrote something on their blog. They're
telephones are listened to, they're shadowed, their homes are searched through. The police come in the night to go through people's houses, and then they fabricate essentially evidence against them. They judge, they convict rather unguilty people to 10 years in jail. That was the most recent was Liu Xianbing, SC. Sie haben wiederholt offen ihre Stimme für chinesische Bürgerrechte erhoben, die etwa den Zusammenbruch der vielen Schulgebäude beim Erdbeben in Sichuan untersuchen wollten. Für Tanzhoren zum Beispiel, ja, von solchen Leuten rede ich. Sie sperren solche Menschen einfach für viele Jahre ins Gefängnis. Sie verschwinden einfach. Ihre Verwandten hören nichts mehr von ihnen. Niemand kann Kontakt zu ihnen aufnehmen. Ihre Anwälte dürfen sie nicht besuchen. Was ist das hier bloß für eine Gesellschaft geworden? Gleichzeitig findet eine große deutsche Ausstellung im größten Museum der Welt am Platz des himmlischen Friedens statt. Sie trägt den Namen Kunst der Aufklärung. Wie denken Sie darüber? Der Platz des himmlischen Friedens ist der ironischste Ort der Welt für eine Ausstellung über die Aufklärung. Denn wir Chinesischen erleben gerade ein Zeitalter der Dunkelheit. Es gibt einen wirtschaftlichen Boom und die Lebensverhältnisse der Menschen verbessern sich allmählich. Gleichzeitig aber ist China an einem neuen Tiefpunkt angelangt, was die Redenfreiheit betrifft. Die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks oder die Freiheit der Erziehung. Es ist ein neuer Tiefpunkt für unsere Zivilgesellschaft. Sie sind von der Polizei schon einmal so schwer geschlagen worden, dass sie sich im September 2009 in München wegen einer Gehirnsblutung operieren lassen mussten. Haben Sie angesichts all der Repressalien in China schon einmal ans Auswandern gedacht? Do you think once about leaving this country, they don't beat you up anymore? Nein, nie. Aber ich habe oft diese Träume. No, not even once, but I dream frequently. Erst vor 2 Tagen wieder. Es war ein Albtraum. Ich war in einer Art Geheimgesellschaft und ich sah fürchterliche Dinge. Menschen weinten, ich schrieb alles auf, aber da dürfte ich nichts davon mit hinausnehmen. Ich wurde beschattet. Der Traum schien die ganze Nacht zu dauern. Und das Schockierendste war, dass auch noch so viele Touristen darin herumliefen. Die sahen alles. Aber es kümmerte sie nicht. Sie taten einfach so, als sei das alles ganz normal. Oh, he describes a dream he has about leaving. He says, I never rationally think about leaving China, but I have a dream about it often. It's kind of a repetitive dream. It's kind of in a secret society. It's these crazy things, fürchterliche Dinge, frustrating, strange things, people crying. He writes everything down. He's shadowed. And the dream was for the whole night. But the most shocking thing is that there's all kinds of tourists sort of walking through his dream. And they see everything, but it doesn't bother them, it doesn't trouble them. It doesn't pressure them at all. And they're simply doing the most simple thing, which seems completely normal. It's very disturbing. Da muss doch der Gedanke ans Exil naheliegen. The reporter now helps him to delve deeper into his psyche. And so certainly this is a thought of exile. Nein, says I. Das ist das Letzte, was ich will. No, that's the last thing that I want. Allerdings haben mir Beamte von der Stadtsicherheit, während sie mich verhört haben, schon dazu geraten. Ich solle vielleicht besser ins Ausland gehen, sagten sie. Ich sei ein einflussreicher Künstler, aber es werde hier allmählich gefährlich für mich. Doch, das wäre meine allerletzte Wahl. It's the last thing I want. But the officials from the state security, they've told me maybe it's better you go abroad, get out of here. And I'm rich in influence, an artist. But it's dangerous for me here. But leaving, that would be totally my last choice. Obwohl sie direkt bedroht werden, because they directly pressure you.
Ich sehe das Risiko, hier zu bleiben. I see the risk in staying here. Wenn ich mir die Geschichte meines Landes anschaue, dann hat es mit Menschen, die hier die Autorität in Frage stellen, noch nie ein gutes Ende genommen. And I see the risk of staying here. When I look at the history of my country, then people who ask questions of the state, there's nobody who comes to a good end. Sehen Sie in China derzeit noch Möglichkeiten für Künstler, eine öffentliche Rolle zur Veränderung der Gesellschaft zu spielen, wie es ja die Aufklärung in Europa gefordert hatte? Do you see in this time period still, are there possibilities for artists to have an open and role in the transformation of society in the way that we saw in the Enlightenment in Europe? Kaum. Für das öffentliche China existiere ich ja gar nicht mehr. Right, for doing anything openly in China. No, really. Wenn Sie meinen Namen in eine Suchmaschine im Internet tippen, dann erscheint eine Fehlermeldung. You write my name in a search engine on the internet. It just gives you an error screen. Ich bin harmonisiert, I've been harmonized worden. Aber wenigstens auf Twitter, right, but at least on Twitter, das innerhalb Chinas noch mit technischen Tricks erreichbar ist, habe ich noch 70.000 Follower. Yeah, at least on Twitter I have 70,000 followers. Ich kommentiere da gesellschaftliche Probleme, damit die Leute sehen, dass das Feuer nicht komplett erloschen ist. Here I speak about societal problems, because the fire is not completely out. Dass wenigstens noch eine Funke lebt, at least a spark remains. Dass wenigstens noch ein Funke lebt, right? Yeah, Funkenmanns. Deutsch Beethoven was not Schiller. Weil ich schon eine gute Funken, man. We gotta funk it. Get funky. Wenn auch der noch erlöschen sollte, das wäre einfach zu traurig. But if we solved everything, wenn auch der noch erlöschen sollte, das wäre einfach zu traurig. But to fix everything, it seems, would be simply too difficult. Erlöschen, could be wrong. Okay, Sie sind einer der wenigsten chinesischen, die sich noch trauen, offen mit ausländischen Journalisten zu reden. Wird nicht aus das langsam zu gefährlich? You're really one of the few Chinese that frequently speaks truth to, or believes in talking all the time to foreign journalists. Wird auch das langsam zu gefährlich? Wird nicht auch das langsam zu gefährlich? Doesn't that also kind of slowly become dangerous? Ja, ich frage die Journalisten oft, warum sie nicht einmal einen anderen befragen. I frequently ask journalists why they don't talk to somebody else. Das wäre wohl besser für mich, that would be much better for me. Gäbe es wenigstens 2 Leute wie mich, dann wäre meine Last nur noch halb so groß. If there were at least 2 people like me, then my difficulty would only be twice as big. Aber es ist immer noch mein Job, ganz allein meiner. But it's always my job. It's totally mine alone. Es ist lustig, it's funny. Und gleichzeitig habe ich große Angst. At the same time I have great angst, great anxiety. Ihr Vater, der berühmte Dichter Ai Weiwei, war einst von den chinesischen Nationalisten eingesperrt und gefoltert worden, dann unter Mao erneut von den Kommunisten 2 Jahrzehnte lang aufs Land verbannt worden. Wenn man sich das heutige geistige Klima in China anschaut, ist dann der Schluss erlaubt, dass man in Sachen intellektueller Freiheit nicht viel weitergekommen ist? Beautifully complex question. Your father, the famous poet Ai Weiwei, was once sort of seized by the nationalists and jailed. And then when Mao came, there was and renewed things with the communists. Then again, 20 years, 2 decades on the land. He was banned to the land, went into internal exile, this horrible wasteland. Now, when you look at the geistige Klima, right, the spiritual climate or the intellectual climate, today in China, can we really come to the conclusion that in terms of intellectual freedom, that really nothing has really changed? Nicht viel weitergekommen ist. There's really not much that has arrived. So ist es, says Ai Weiwei. Yeah, it's like that. Sind wir nicht. We didn't change that much. Definitiv nicht. Definitively nicht. Und das zugrunde liegende Prinzip ist immer noch dasselbe.
And like the underlying